Moin zusammen und willkommen schon wieder zu einem News-Video und schon wieder zu einer Webseite, die von Europol hops genommen wurde. Dieses Mal mit bestmixer.io. Was war denn bestmixer.io? Nun, eigentlich, ich habe überlegt, wie ich dieses Video nennen soll, ob ich es wirklich in die Kategorie Darknet News reinstecken soll. Immerhin kann man diese Domain wunderbar aus dem Clearnet erreichen und eigentlich hat es auch was mit Kryptowährungen zu tun, aber im Endeffekt ist es dann doch ein bisschen für Darknet-Geschäfte genutzt worden. Denn bestmixer.io war ein Mixing-Service. Das heißt, wenn ihr Bitcoin habt, dann, Bitcoin ist nicht wirklich anonym. Bitcoin ist eigentlich nur pseudonym. Und das Problem ist, dass das natürlich was heißt das Problem, aber das ist für natürlich Leute, die Geldwäsche betreiben und illegale Sachen im Darknet verkaufen, ist es natürlich nicht so toll. Das heißt, die wollen anonym bleiben. Kryptowährungen sind im Vergleich zu natürlich Banküberweisungen völlig anonym, aber eben nicht perfekt anonym. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz einen Schritt zurück und erkläre euch, wie Bitcoin eigentlich funktioniert. Bei Bitcoin wird jede einzelne Transaktion, also jede Überweisung, wird öffentlich sichtbar auf die Blockchain geschrieben. Das heißt, jeder kann bei Bitcoin und der Blockchain einfach nachgucken, wer wem Geld überwiesen hat. Nur, dass da eben nicht die Namen stehen, wie man das jetzt bei einem Bankkonto erwarten würde, sondern dass eben auf der Blockchain Adressen stehen. Bitcoin-Adressen, um genau zu sein. Und diese Bitcoin-Adressen, die sind in keinster Weise mit eurem Namen irgendwie zusammenhängend. Das heißt, da ist einfach eine riesige Gap dazwischen. Niemand weiß, wem welche Bitcoin-Adresse gehört. Es sei denn natürlich, man gibt es öffentlich an. Und das ist wiederum ein Riesenproblem. Denn irgendwie muss natürlich auch Geld am Ende wieder bei dir selbst landen als Person. Das heißt, wenn du im Darknet mal Geschäfte machen möchtest sozusagen, dann musst du irgendwoher Bitcoin kaufen, beziehungsweise wenn du Sachen verkaufen möchtest im Darknet, dann musst du diese Bitcoin auch wieder verkaufen, denn du möchtest ja richtiges Geld davon wiedersehen. Und man kann leider noch nicht in den Laden gehen und mit Bitcoin bezahlen, was zwar schön wäre, was aber in diesem Sinne einfach nicht oder noch nicht funktioniert. Das heißt, man muss diese Bitcoin auch wieder umwandeln in echtes Geld und hier wird der Zusammenhang zwischen einer Bitcoin-Adresse und natürlich den verknüpften Transaktionen, die man alle öffentlich sehen kann, und eben dem Namen der Person gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt im Darknet irgendwas machen würde, müsste ich natürlich erstmal mir ein paar Bitcoin kaufen, am Ende wieder verkaufen und dazwischen mache ich irgendwelche illegalen Geschäfte, zum Beispiel irgendwas mit Geldwäsche oder ich kaufe Drogen oder sonst irgendwas, was ich natürlich nicht tue, tut das auch nicht. Das ist einfach nur doof, aber ja. Es ist auf jeden Fall möglich, diese Geschäfte zurückzuverfolgen, denn Kauf und Verkauf ist in der EU absolut gebunden an euren Klarnamen. Ihr müsst euren Namen angeben, wenn ihr Coins kaufen oder verkaufen wollt. Das ist einfach so und das haben die schon lange gemacht, eben um solche Geschäfte zu verhindern. Nun gibt es eben aber auch Mixing Services und Mixing Services wollen genau dagegen wirken. Die wollen die Anonymität der Kunden in Anführungsstrichen stärken und was die machen ist, ihr überweist einfach das Geld auf so einen Mixing Service wie zum Beispiel bestmixer.io. Das heißt, ihr habt dann am Ende eben 5 Bitcoin weniger auf eurem Konto und die liegen jetzt halt bei bestmixer.io. Und dort wird dann einfach das Geld eine Weile gehalten, es passieren ein paar Transaktionen und am Ende wird in einer Transaktion wieder Geld. Also es kommt im Endeffekt in mehreren Transaktionen Geld auf bestmixer.io rein und in anderen Transaktionen geht das Geld in einer einzigen Transaktion an viele verschiedene Empfänger wieder raus. Das heißt, man weiß am Ende nicht mehr, okay, wer hat jetzt eigentlich wie viel Geld bekommen, denn es muss auch nicht unbedingt nur eine Transaktion sein. Das können dann von bestmixer.io zum Beispiel 5 Transaktionen sein, in denen ihr jeweils eine Bitcoin bekommt und ihr habt davor irgendwie 5 Bitcoin hinüberwiesen und am Ende weiß niemand mehr, wem eigentlich welche Bitcoin gehört hat, weil da einfach noch 100 andere Bitcoin rumfahren in dieser selben Transaktion. Und dadurch verschleiert man das so ein bisschen, wie viel Geld man eigentlich hat und welche Transaktionen jetzt zu welchem Konto gehört haben. Und das ist ein Service, der nennt sich einfach Mixing. Und das gibt es in anderen Blockchain-Technologien von Natur aus, also von Haus aus, das gehört einfach zur Blockchain dazu. Bei Bitcoin ist das leider nicht so gewesen, das heißt, man hat einfach Leute, die das einfach als Service anbieten, so wie eben zum Beispiel bestmixer.io. So, jetzt, warum wurde diese Domain hops genommen? Naja,
Bestmixer.io hat oder wurde angeklagt, dass da sehr viel Geldwäsche drüber gelaufen ist, weil da einfach sehr, sehr viel Geld tatsächlich hin und her geflossen ist. Was aber für einen Mixing-Service eigentlich ganz normal ist. Das heißt, man kann natürlich nicht wirklich beweisen, dass Bestmixer.io absichtlich da irgendwelche bösen Leute sozusagen als Kunden hatte, aber man kann schon davon ausgehen, dass es auch solche Leute genutzt haben. Und das war scheinbar Grund genug, um diese Domain bzw. den Service zu beenden durch Europol und durch verschiedene andere polizeiliche Dienste, die man hier auch sehen kann. Ist übrigens auch wieder ein Bild, also für die Leute, die sich letztes Mal gewundert haben, die machen da keine schöne Webseite, das ist einfach wirklich ein Bild. Ich kann hier nichts markieren, ihr seht, ich kann das Bild ziehen. Ziemlich witzig, wie ich finde, aber okay. Und ja, deswegen wurde jetzt dieser Service hier gestoppt. Meine weitergehende Frage da hinten dran ist, wenn jetzt Mixing für Bitcoin illegal ist, dann ist ja eigentlich auch Bitcoin an sich nicht mehr wirklich anonym, denn Mixing war das Einzige, was Bitcoin wirklich anonym gemacht hat. Wie sieht es dann mit Coins aus wie Monero oder Zcash, die wirklich kryptografische Mechanismen in ihrem Protokoll drin haben, um tatsächlich solche Mixing-ähnlichen Dienste schon im Protokoll zu haben. Das heißt, man braucht keinen Mixing-Service mehr, man hat das direkt in der Kryptowährung. Was passiert mit denen? Sind die dann plötzlich auch illegal, weil sie für solche Zwecke genutzt werden? Das ist meine Frage. Ich habe keine Antwort darauf. Ich freue mich natürlich, wenn ihr anfangt zu diskutieren. In diesem Sinne war es das von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.